Herzlich willkommen in dieser Woche. Jetzt ist wirklich Herbst. Das geht unglaublich schnell. Also vor ein paar Tagen war noch herrlicher Sonnenschein, einigermaßen warmes Wetter. Und jetzt, es hat bereits den ersten Frost gehabt in der Nacht. Die ersten Schneeflocken sogar waren vorgestern da. Aber jetzt ist es stürmisch, windig, kalt, der Himmel ist grau. Darum bin ich auch passend dazu gekleidet. Ich bin gespannt, ob die Tomaten noch leben oder wie sie leben und ob was reif ist. Es ist auch interessant, das jetzt über den Jahreszeitenverlauf zu beobachten, wie der Ort ausgeschaut hat. Zu Beginn, wie ich die Plattform gebaut habe, und jetzt mit dem ganzen Herbstlaub da. Das merkt man alles gar nicht so. Oh, Sonne. Das merkt man alles gar nicht so im Jahresverlauf, sondern erst dann, wenn man die einzelnen Bilder sieht, irgendwie, dann ist plötzlich so, ah ja, es verändert sich. Das ist eigentlich immer so, wenn man Teil einer Veränderung ist, nimmt man es gar nicht wahr. Erst wenn man dann weg ist und dann wieder wohin kommt, zurück, dann hat man sich selbst verändert und auch der Ort hat sich verändert. So wie, was nicht, wenn man kleine Kinder in der Verwandtschaft hat und man sieht sie dann und so, hey, bist du groß geworden? So ist es ungefähr auch mit dem Zelt hier. Wobei das Zelt immer noch die gleiche Größe hat. Aber was vielleicht nicht die gleiche Größe hat, sind die Tomaten. Schauen wir mal. Ja, es blieb bei einer roten Tomate. Und dann noch ein paar grüne. Und auch die andere Pflanze, die hat um einiges mehr. Die hat recht viele. Aber die sind alle noch grün. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein guter Zeitpunkt ist, die jetzt alle zu ernten, weil es wird nur eher noch frieren und dann, glaube ich, sind sie hinüber. Und man kann sie noch nachreifen lassen zu Hause auf der Fensterbank in einer Schüssel in der Sonne. Das werde ich probieren. Ich glaube, bevor ich die alle einzeln ernte, werde ich die jetzt einfach hier gesamt abschneiden. Interessant, dass die alle an einer Rebe, was nennt man das, eine Rebe nennt, bei den Tomaten, dass die alle auf einer Tomatenrebe gewachsen sind. Schauen wir mal. Dann haben wir noch die rote, die reife. Da haben wir noch zwei Mini. Wir können jetzt auch probieren, ob die ganz, ganz kleine, die noch nachreift. Und dann haben wir die rote, die können wir. Ja, sie ist nicht so weich, aber wir pflücken sie trotzdem. Dann halt da. Riechen auf jeden Fall wie gute Tomaten. Es war einfach zu spät, dass ich sie rausgeholt habe. Das hätten wir schon früher machen müssen, dann wäre es vielleicht mehr geworden. Aber ja, vielleicht im nächsten Jahr. So, der Plan ist heute, mir eine Mahlzeit zuzubereiten mit der reichen Ernte. Mit einer Tomate und ein bisschen was anderes. Ich habe noch mehr dabei. Aber um kochen zu können und um das Ganze etwas wärmer zu haben im Zelt bei diesem kalten Wetter, werde ich erstmal Feuerholz holen aus dem Wald. Der Wald ist da drüben. Die Sache mit dem Feuerholz aus dem Wald ist die, dass Bäume, die noch wachsen und noch gut am Leben sind, so wie der hier, dass die sehr feucht sind, sehr nass, weil halt der Baum die Säfte aus dem Boden zieht, um nach oben hin weiter zu wachsen. Das heißt, wenn man einen Baum frisch umschneidet, dann kann man den gar nicht erstmal verheizen. Der muss erstmal trocknen, so ein Jahr mindestens, am besten 2 Jahre. Das heißt, die sieht man leider öfters hier in Schweden, dass Leute, die auf Urlaub hier sind und Kanutouren machen oder so, sich denken, oh ja, wir sind hier, wir können Bäume umschneiden, was man erstmal nicht machen sollte. Und dann den verheizen anfangen und dann sieht man irgendwo einen noch halb grünen Stamm herumliegen, der ein bisschen angekokelt ist, aber eben der überhaupt nicht brennt. Das heißt, am besten nimmt man Holz, das herumliegt, das schon längere Zeit vor sich hin trocknet, und mit dem kann man sich dann ein Feuer machen. Der hier zum Beispiel wäre schon schön trocken, ist mir aber ein bisschen zu groß.
Da hier ist eine Stelle, wo der Nachbar den Wald auslichten hat lassen. Da war vergangenes Jahr so eine große Walderntemaschine unterwegs und die hat da alle kleinen Bäume rausgeschnitten, damit die sich nicht im Weg stehen hier im Wald. Und das liegt alles noch herum. Vor allem sind hier viele Birken. Und was da praktisch ist, ist, dass man ganz viel Birkenrinde bekommt, was wunderbar zum Anzünden geht. Das ist auch was man am besten nur von toten Birken nimmt, die am Boden liegen. Einerseits schält sich das schön runter. Da zum Beispiel. Oh wow. Man kann auch Papier draus machen übrigens. Das schält sich da wunderbar runter. Und von lebenden Bäumen wird ja gerade in der Rinde das Ganze transportiert. Das heißt, wenn man bei einem lebenden Baum die Rinde außenrum in einem Ring wegschneidet, dann stirbt er ab. Deswegen auch die Rinde nur von toten Bäumen am besten nehmen. Ein bisschen nass ist sie innen, aber das wird schon auftrocknen da. Oh ja, das ist gutes Zundermaterial. Dann mal schauen, es liegen da einige herum, ob wir die brechen können. Ja. Aber die sind da jetzt schon etwas morsch. Vielleicht liegen die doch schon länger als ein Jahr da herum. Mal schauen, vielleicht gibt es da in der Umgebung ein paar gute trockene Äste. Da drüben vielleicht. Man hört schon am Knackgeräusch, dass die recht gut trocken sind. Die sind jetzt da drüber an einen Baum gelehnt und von dem her waren die nicht am Boden. Das heißt, die sind relativ trocken. Ups. Übrigens, so trägt man am besten eine Axt. Hand da am Eisen. Dann kann nicht zu viel schief gehen. Schauen wir gleich mal, dass wir mit dem Kleinholz erstmal was starten. Ein paar Reste vom letzten Mal habe ich noch. Da hacken wir uns auch was runter. Übrigens, vielleicht ist es jemandem aufgefallen, den aufmerksamen Zuschauern. Ich habe einen neuen Ofen. Der sollte zum Kochen ganz fein gehen, auch zum Grillen. Ich habe ihn schon verwendet. Schau mal, was mit einem Streichholz geht. So, machen gleich zu, dass der Rauch schön abzieht. Dann machen wir alle Lüftungen auf. So, ich werde auch schon gleich mal was raufstellen. Nämlich, die Idee ist heute etwas zu kochen. Und zwar Nudeln und Tomate mit Mozzarella. Aber ich muss nicht nur eine Tomate essen. Ich habe bei mir zu Hause ein Gewächshaus im Garten. Und da gibt es ein bisschen mehr. Ich finde, aufgeplatzte Tomaten, das ist so ein Zeichen von Überfluss und von Fülle irgendwie, dass so viel Energie da drin steckt, dass das einfach aufplatzt.
Muss man sofort essen. Bei dem Gewächshaus war der Vorteil, dass ich einerseits die Pflanze schon ein bisschen früher rausgesetzt habe und außerdem sind die Temperaturen dort natürlich viel, viel höher. Und so war die Ernte dort ein bisschen reicher. Die reiche Ernte aus diesem Jahr. So, sollen wir es aufschneiden? Die Tomate. Eine Miniaturform von Tomaten und Mozzarella auflegen. Ich habe immer schon den Modellbau geliebt als Kind. Ich habe eine Modelleisenbahn im Keller gehabt, aber noch nie Modellessen. Tja, bitteschön. In irgendeinem teuren Restaurant will man dafür ganz viel Geld bezahlen. Aber ich habe tatsächlich Hunger, deswegen machen wir da ein bisschen mehr Tomaten. Oh! Es kocht! Kommt was raus? Wie viel machen wir? So, geht raus. Wow. Es kocht besser als mein Küchenofen daheim. So, ich habe natürlich auch das Öl zu Hause vergessen. Das heißt, wir sind hier sehr minimalistisch unterwegs. Aber interessanterweise, in der Zeit, wo ich im Zelt wirklich gelebt habe, habe ich fast gar kein Öl verwendet. Aus dem einfachen Grund, weil das Abwaschen viel anstrengender ist, wenn alles fettig und ölig ist. Und so erspart man sich viel Arbeit, wenn einfach weniger Öl und weniger Fett auf den Tellern und Kochgeschirr ist. Und was auch bei einem guten Salat nicht fehlen darf, ist der Mais. Ich liebe Mais. Mais anbauen, das wäre natürlich auch eine Idee. Aber die Sendung heißt ja Jojos Camp, nicht Jojos Garten. Ja. Die sind reif. nicht reif. Durch. Genau. Nachdem ich keine Soße oder Pesto habe, werde ich sie mit einem Ei anbraten. So. Es ist einfach so schön, so simpel, sich zu freuen. Einfach an einem warmen Ofen, an warmen Nudeln und an eigenen Tomaten. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen diese Woche. Ich wünsche selber viel Zeit in der Natur und freue mich auf ein Wiedersehen nächste Woche bei Jojos Camp.